Tor. Schlotterbeck 10. Stopp! So, dann machen wir erstmal einen doppelten Wodka. Ja, und das ist so meine Standardposition. Über 10 Millionen. So. Wird viel gearbeitet hier oben. In 1:30 geht die Sendung los. Ich habe 200 Leute, die hier auf der Pressetribüne sitzen. Jetzt weiß er deine Fragen. Das ist etwas schwierig. So. Ich erst den Ball. Daro, willst du bei ESPN anfangen mit Greg? Dass du da bist. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir am Bayernbus vorbeikommen. Jedes Mal ein Tag ist ein Abenteuer hier. Seit 2012. Ich stand noch schon mal da drüben drin, ne? In der zweiten, aber das war noch schlechter. So, das sieht gut aus. Oh, wo kommt der her? Ja, irre. Also ich muss ja alles berechnen. Dann wollen da noch PKW stehen. Ich habe auf beiden Seiten Schubladen und hinten auch noch mal eine. Stopp! So, dann machen wir erstmal einen doppelten Wodka. Wenn ich das überstanden habe hier wieder. Noch so ein Stückchen. So, das sieht gaut aus. Wie gemalt steht da. So will er es haben, weißt du? Ich habe geschrien, aber meine. Nee, ich merke das ja vorher. Ja. Ich bin ja so oft hier, weißt du. Ja, genau. Ich habe da 3-4 Mal im Monat dort wohnt. Ja, viele bewundern das, ne? Auch die Polizei, wenn die hier kommen. Die sagen auch, wie kriegst du das Ding da? Wie er nachher aufgebaut ist, der ist ja so riesenbreit und groß, weißt du, hier kommt ja auch noch was raus. Da denken die, das ist ja fast unmöglich. Aber wenn er jetzt zusammen ist, geht's ja eigentlich, ne? Aber hier, das ist halt schlimm. Denkmalschutz. Ich wollte schon hier wegkloppen, weißt du, dass ich hier schön rumkomme. Aber kannst nichts machen. 33 Tonnen. Je nach Anforderung. Du kannst ihn bis 40 beladen, je nach, ich habe Formel 1 gemacht, da war weniger, da hatte ich weniger Material. Ja, so sieht es von unten aus. Massiv! Deswegen ist das Ding so schwer, weißt du? Ich habe morgen das Topspiel, da kommen wieder die ganzen Oberchefs, der Lothar Matthäus, der macht immer die Samstags-Topspiele, Sebastian Hellmann. Da machen sie die Besprechung vorab, ne? Und hinten in dem Raum habe ich die Schminkecke, hier alles herrichte, ne? Ja, und das ist jetzt die wichtigste Kamera, sag ich mal, die das Spiel 90% der Zeit filmt. Ja, die K1 filmt so ein bisschen totaler das Spiel, die macht die größeren Aufnahmen und die 2 ist halt ein bisschen näher reingezoomt, dass sie ein bisschen mehr Detail zum Ball haben. Kommt halt auf das Modell an, aber so 250 bis 300.000. Also das ganze Kamera mit Objektiv, Kamera, Buddy und Stativ. Wie lange braucht ihr, bis ihr alle Kabel verlegt habt? Ist unterschiedlich. Bei dem Topspiel jetzt schätze ich mal 6 Stunden bis 8. Beim regulären Spiel haben wir teilweise 2 bis 3 Stunden insgesamt für den Aufbau und Abbau ist wesentlich schneller. Es sind halt wesentlich mehr Kabelwege, wesentlich mehr Kameras und dadurch ist natürlich der Aufbau ungemein aufwendiger, aber dafür auch ein bisschen schöner und anstrengender. Ich denke so um die 6 Kilometer, schätze ich mal. Kann man auch pauschal nicht sagen. Also jetzt gerade, wenn wir die Kabel reinziehen, ist es natürlich länger. Aber wir haben auch kurze Trommeln, die haben meistens so 100 Meter. Also ich denke, so um den Dreh würde ich schätzen. Wir müssen nach Hintertor ziehen, wir müssen da noch ziehen. Was würdest du sagen? 10. 10 Kilometer würde ich sagen. Also von den Kameranummern her sind wir auf jeden Fall über 50. Das kommt ganz gut hin. Das ist nicht alles fürs Spiel, sondern auch viel Interviewkameras und viel an zusätzlichen Kameras, aber das ist so die ungefähre Anzahl, ja. Es ist ja fast jeder Sender irgendwie da aus der ganzen Welt. Und alleine, weil diese Sender alle irgendwie Platz brauchen, brauchen wir mehr Kameras, die wir zur Verfügung stellen. Und kommen dann halt so diese 50 Kameras zustande. Wir sorgen dafür, dass Lothar Matthäus gehört wird und generell alle Reporter, die hier stehen. Es kommt alles von unserem Platz hier.
Und wir fangen jetzt an, das alles aufzubauen, unsere Antenne aufzubauen für unsere Mikrofone, für die Sky-Sendung später zum Beispiel. Und werden unsere drahtgebundenen Interviewpositionen, die hier alle sind, ist bei diesem Spiel sehr, sehr viel. Weil maximal alle Positionen, die es gibt, sind bei diesem Spiel dabei. Dann alles über ein Glasfaserkabel zum Ü-Wagen geschickt. Das hier ist das wichtigste Kabel. Ja. Das sind die sogenannten Closed-Mikrofone, die hier überall am Spielfeldrand verteilt stehen. Und die sind dafür da, dass die Ballgeräusche optimal eingefangen werden und halt auch so ein bisschen Spielergeschrei. Deswegen stehen die auch so nah am Spielfeld und die fallen gelegentlich mal um. Und das ist so das, was wir immer aufbauen. Ja, ist gut, Henk. Du müsstest jetzt Daten und ein Bild haben. Ihr baut den Wolf-Fuß-Platz auf. Genau. Links der Assistent, damit der ihm die Karten weitergeben kann mit sachlichen Inhalten. Wolf Fuß selbst, zur rechten Hand die Kommentatoreneinheit mit Kommandowegen, die bedient werden. An dritter Stelle Lothar Matthäus, von vorne von der Kante aus gesehen, was heute deutlich mehr ist. Sind die Monitore, von denen wir heute, ich glaube, 18 irgendwie mitgebracht haben. Normalerweise komme ich mit 10 ganz gut hin. Heute sind es deutlich mehr, weil wir sowohl auf dieser Seite als auch auf der anderen Seite Kommentatoren sitzen, die morgen das Spiel kommentieren. Die brauchen das Bild dazu, die brauchen das Atmo-Signal und halt im Zweifelsfall je nach Bestellung auch ein fertiges Gerät, über das sie dann über IP mit ihrem Sendezentrum reden können. Der typische LKW-Fahrerspruch meiner ist 16 Meter lang und dann hat er 2,50 Meter Breite. Dann kommen wir auf 32, knapp 40, 45 Quadratmeter, wenn er zusammengefahren ist. Wenn wir die Schubladen auseinanderfahren, sind wir bei 110 Quadratmeter. Da drin sitzt morgen Sky und die Deutsche Bundesliga. Die Deutsche Bundesliga drückt das Spiel raus und Sky nimmt alles drumherum mit. Das heißt, sie haben ihr Studio, sie haben ihre Interviewpartner, sie haben den Vorlauf, sie haben in der Halbzeit die Interviews und sie haben den Nachlauf und machen das alles aus der blauen Regie, wo wir gleich reingehen werden. Das hier, was du hier siehst, das sind unsere Slow-Motion-Plätze. Das heißt, die Slow-Mo-Operator, bis zu 8 Kollegen können hier sitzen und die Zeitlupen für den Regisseur zuspielen, je nachdem, wo was passiert ist. Fragt der Regisseur, hat jemand von euch eine Slow-Mo? Die organisieren sich untereinander, sehen auch sich selber, was macht der andere Kollege, wer hat die Kameraszene besser, sprechen sie miteinander ab und sagen, hier kommt von mir aus das Slow 2. Und der Regisseur drückt sie raus. Hier hat der Regisseur seine Vorschau und je nachdem, welche Kamera er wo haben möchte, das sucht er sich selber aus. Hier ist Fernsehbegleitton. Hören die besonders gerne, die Kollegen, den Spruch. Die richtige Herausforderung findet hier in diesem Raum tatsächlich statt. Sämtliche Kommandos, dass jeder den anderen hört, dass die Mikrofone in der richtigen Regie zu hören sind. Wenn die Slow-Mo-Operator irgendein Interview zuspielen oder wenn bei Sky irgendein Highlights-Beitrag kommt, dass dann wirklich der richtige Ton auch in dem Moment hochgezogen wird. Das ist nicht wie zu Hause bei Mutti. Ich drücke Programm 1 und ich höre sofort ARD, die Moderatorin sprechen. Das ist hier so, das wird hier alles von Hand zusammengemischt zu einem. Und da ist es sehr wichtig, dass sich Regie und auch der Ton miteinander eng abstimmen und dass die während der Produktion auch konzentriert zusammenarbeiten. Deswegen haben wir hier auch überall Fenster in den Wänden, damit der Regisseur auch mal wirklich mal rüberlucken kann. Bist du bei mir? Jo, wir können in die Sendung starten und ab die Post. Darauf haben wir hier viel Wert gelegt und der Kollege zur Rechten spricht mit der Sky-Regie und hat dort durchs Fenster die Sky-Regie. Der Kollege zur Linken spricht mit der Regie aus der DFL und sieht sie auch dort. Das heißt, wir haben auch schon die Arbeitsplätze so zugeordnet, wie die Regisseure sitzen. Hier sieht man auch die Besonderheit dieses Fahrzeugs. Die zweite Regie ist gar keine zweite. Es gibt hier nicht 1 und 2, also keine Wertigkeit, sondern wir haben tatsächlich 2 ebenbürtige Regien. Das Mischpult ist genauso groß wie das Mischpult in der anderen Regie. Deswegen haben wir sie auch Rot und Blau genannt, damit es nicht irgendwelche Befindlichkeiten gibt. Ich will aber in der ersten Regie sitzen. Das gibt's hier nicht. Das ist hier das Herzstück des Autos, das ist unsere Kreuzschiene, nennt sie sich. Der Name ist ein bisschen verwirrend. Man muss sich das vorstellen, man hat zu Hause 3, 4 Fernseher und 3, 4 Videorekorder oder Blu-ray-Player und möchte gerne auf dem Fernseher den Blu-ray-Player gucken und auf dem Fernseher den Blu-ray-Player. Dann macht so eine Kreuzschiene, man schließt sämtliche Fernseheingänge daran an, sämtliche Blu-ray-Ausgänge daran an und kann sich dann einfach über ein Klavier sagen, ich hätte gerne auf einen den ersten Blu-ray-Player auf. Das heißt, diese Kreuzschiene macht es möglich, Videosignale hin und her zu routen, ohne dass man irgendwas extra stecken muss oder verteilen muss. Ich kann auch wirklich einen Blu-ray-Player auf alle Monitore schieben. Normalerweise müsstest du das über Verteiler machen. Hier klickst du das einfach nur an. Und das macht dieses Ding.
und er hat 1000 Quadrat. Das heißt 1000 Fernseher mal 1000 Blu-ray-Player. Also dadurch, dass wir offiziell auf den deutschen Autobahnen fahren, darf er 40 Tonnen haben und die hat er auch. Da haben wir wirklich jedes Gramm ausgenutzt. Okay. Und wie viel Wert steckt drin? Wert? Das werde ich oft gefragt. Ich kann es wirklich schlecht sagen. Wir sind wirklich, irgendwas über 10 Millionen. Querverkabelung, die wir ja auch hier haben, an die Position jeweils im Set, haben wir natürlich den riesen Vorteil, dass alle Kameras, die wir hier anschließen müssen und sollen, patchen wir einfach nur noch auf euren Schrank. Und an der jeweiligen Position im Stadion wacht die Kamera schon auf. Das heißt, wir haben nur noch kurze Peitschen, schließen uns an euren Schrank an und im Set schließen wir uns an den Wandanschlusskasten an die Kamera, fertig. Sonst gibt ja noch ein paar wenige Kabel, die wir hier durch die Kabelschächte ziehen müssen. Das ist unten im Infield, aber oben, wir müssen jetzt nicht mehr durch die Zuschauer Kabel irgendwo verlegen. Das ist dank der Festverkabelung super gelöst. Und da sind wir natürlich auch schneller weg vom Hof, wenn es zum nächsten Stadion geht. Wir sehen hier eine von unseren TVN-Drohnen. Wir haben also mehrere am Start. Das ist ja eine der größeren. Die Drohne selbst ist voll aus Carbon, wiegt gar nicht mal so viel. Bloß wenn die kleinen Akkus dazu kommen, dann hat sie knapp 25 Kilo. Wir können damit je nach Witterung, je nachdem wie man fliegt, so um die 20, 25 Minuten in der Luft bleiben. Kosten sind wir deutlich im sechsstelligen Bereich. Wir kalibrieren gerade für die virtuelle Werbung, weil die Kamera 1 wird dann in anderen Ländern mit anderer Werbung unterlegt. Mein Name ist Uli Pötter. Ich arbeite seit 35 Jahren beim Fußball und mache seit, sagen wir mal, 3 Jahren die Kamera 1. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, weil die quasi für die Zuschauer zu Hause natürlich das Spielgeschehen verständlich rüberbringen muss. Das heißt, ich muss sehr viel antizipieren, denken, vorausahnen, gucken, wo könnte der Ball jetzt hingehen. Man darf keine unbedachten Bewegungen machen. Also man muss Nerven wie Drahtseile haben, sonst wird es schwierig am Fernseher zu Hause. Und natürlich will man auch immer sehen, wo geht der Ball aus. Ist es irgendwie eine Ecke oder nur ein Einwurf? Und also man hat schon eine große Verantwortung. Und es macht sehr viel Spaß. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ein bisschen, wie hat Sebastian gesagt, ein bisschen mehr los als bei Augsburg gegen Union. Aber es ist auch einfach ein cooles Topspiel, Dortmund gegen Bayern. Wir senden heute bis 21:30 Uhr. Wir haben vor allen Dingen die Info erhalten, dass der BVB relativ früh heute schon sein Hotel verlassen wird. Das heißt, wir sollten, ob sie es dann auch rechtzeitig trotzdem hier hinschaffen, ist dann die zweite Frage. Aber wir sollten um so 16:30, 16:35 Standby sein mit Britta. Britta ist auch schon in der Maske, dass wir dann parat stehen, wenn der BVB kommt. Ich habe mich da mal rausgezogen, das sind 300 Leute. Ja, der hat wirklich das Gefühl, es sei das Spiel des Jahres. 1000 Menschen in diesem Raum. So oder so haben wir dann Niko Kovac am Tisch für 17:35 Uhr bestätigt. Vor 15 Jahren waren das letzte Mal die Bosse der beiden Vereine gemeinsam am Sky-Tisch und heute wieder. Und dann würde ich den beiden Bossen auch einen kleinen Auftritt geben, Kressi, dass wir sie dann sozusagen von rechts ins Set reinholen und dann mit ihnen gute 10 Minuten talken. Dann freue ich mich auf einen schönen Klassiker mit euch. Jawohl. Nicht vorher klatschen. Ja. Glück. So. Platz lassen. Der Lothar kommt, Achtung, der Lothar kommt, Achtung. Achtung, der Lothar kommt. Ist noch wichtiger als die Busankunft. The biggest one in Bundesliga. We are always looking forward, and to be really honest, when I started to work for the club 15, 16 years ago, I had the dream and maybe the hope that we will be able to produce a classical game like the Spanish ones or big games like Premier League.
but I never thought that the game Bayern and Dortmund is able to become so popular and so famous. And now it's the biggest game in German football, and therefore I'm really happy to have you with us. For us, it is an important game, not only because of 90 minutes playing football, but also to show the people what is special for Dortmund. Ja, was ist Fluchtweg hier? Ist alles Fluchtweg. Bitte alle mal da hoch. Netterweise, danke. Letzten. 6. So, Herr Seifert noch. So, herzlich willkommen zum Klassiker. Ich habe auch gar nicht so viel zu sagen, außer dass wir heute mit insgesamt über 300 Leuten hier am Start sind. Deshalb sind wir auch alle ein bisschen, oder die meisten, aufgeregt. Wir haben tatsächlich auch nicht so viel Zeit zu verlieren heute, weil der BVB-Bus voraussichtlich schon relativ früh ankommt. Die wollten verhindern, dass sie wieder zu spät kommen, wie in der Champions League zuletzt zweimal. Deshalb will ich es auch nicht zu lang machen. Trotzdem, Amelanza hat es gesagt, 300 Leute. Wer nicht so genau weiß, wie wichtig dieses Spiel ist, kann Dispo Seiten 18 bis 25 lesen. Da sind die ganzen ausländischen Sender, die alle hier sind. Soll jetzt keinen Druck aufbauen, weil hier sind nur Leute, die ihren Job können. Soll aber einfach mit der Bitte verbunden sein, dass jeder und jede heute einfach 100% konzentriert ist, die 90 Minuten und darüber hinaus einfach nochmal vielleicht eine Schippe drauflegen auf das, was man sonst macht. Nicht einfach das Spiel, weil wir es können, einfach so vorbeilaufen lassen, sondern wirklich jeder voll aufmerksam sein. Das ist einfach nur die Bitte von mir. Weber Freiberg mein Name. Ich mache hier die Bildregie, das sogenannte Weltbild. Das heißt, alles, was bei den Zuschauern in der ganzen Welt ankommt von diesem Spiel, passiert hier. Das heißt, ich entscheide am Ende, welches Bild wann zu sehen ist, welche Kamera wann zu sehen ist, welche Zeitlupe wann zu sehen ist und versuche dann eben die ganze Emotionalität dieses Spiels und das Spiel so gut wie möglich in die Wohnzimmer zu bringen. Wir haben heute über 30 Kameras für dieses Spiel, dazu 8 Zeitlupenmaschinen und einige Sonderkameras wie Spidercam, Drohne, Cine-Style-Kameras, 8-fach Superzeitlupe, Highspeed-Polcams, also schönes Besteck, relativ viel Spielzeug, wobei eben mehr Spielzeug nicht heißt unbedingt damit durchzudrehen und nur wegen der Technik das zu nutzen, sondern eben dadurch mehr Möglichkeiten haben, um das ideale Bild für jede Situation auszuwählen. Wir testen alle Kameras, wir testen alle Quellen. Wir haben 5 eigene Kameras heute. Wir haben unsere Highlights, von denen jetzt gerade der Ton nicht ganz so sauber kommt. Und wir testen alles, damit wir nachher wissen, dass alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Genau. Und das machen wir hier zu dritt mit der Unterstützung von allen drumherum. Der Ton, Regisseur, Ablaufredakteurin. Ja, ich bin sozusagen diejenige, die immer sagt, was als nächstes passiert in der Sendung, damit alle Bescheid wissen. Genau. Damit alle Bescheid wissen, welche Grafiken, welche Interviews, welche Gäste wir als nächstes haben und welche Positionen als nächstes in unserer Sendung sind. Deswegen haben wir hier diesen Ablaufplan, den wir die ganze Woche überschreiben. Und anhand von diesem Ablaufplan führe ich die Kollegen hier links, rechts vor mir durch die Sendung. Genau. Okay, also du bist gefühlt die wichtigste Person an Bord, oder? Das müssen andere beurteilen. Definitiv. Ohne Miri wird hier gar nichts laufen, weil links und rechts wir werden sozusagen von Miri mitgenommen durch die Show. Im Prinzip ist das sowas wie eine Fernbedienung, vereinfacht ausgedrückt, für die ganzen Kameras, die du hier auf der Wand siehst. Da habe ich im Prinzip eine Hauptebene, mit der ich das, was ich hier schneide, kommt so zu Hause auch beim Zuschauer dann an. Dann habe ich eine zweite Schiene, wo ich mir dann Bilder vorwählen kann, um die vorzugucken. Ich habe hier auch zwei große Monitore. Das, wo ich jetzt schneide, ist mein Hauptmonitor. Und den ich jetzt schneide, das ist mein Preview-Monitor. Da wähle ich mir Bilder vor. Und dann kann ich hier hinten mit dem
Hebel quasi das Bild aus der Vorschau aufs Hauptprogramm zieht. Das ist so das Wesentliche. Dann habe ich hier den Lothar. Hier ist Lothar, jawohl. Sehr gut, tipptopp. Benni, auch einmal Lothar und Sebastian ansprechen, bitte. Sebastian, wir hatten schon Kontakt. Genau, das passt. Lothar, hörst du mich? Ich höre dich. Sehr gut, dann brauchen wir noch Tabea und 2 Gäste. Benni, wie stellen wir es denn hin? Weiß auch noch nicht mehr. Wie willst du denn Dresen und Carsten Kramer? Tobi für Miri? Zu Sebastian und dann Kramer ja. und dann Tabea und dann Lothar, ne? Ja. Okay. Wir testen dich einmal kurz drin. Einmal die 42. Schlotterbeck. Ja, Was sagen Sie denn? Die Vorfreude für das heutige Spiel ist groß, nehme ich an. Riesig. Also ich freue mich gleich wirklich in die Kabine zu gehen. Schade, dass die Okay, das ist super. Vielen Dank. Reicht. Kannst du das mal nach rechts rüberschieben, bitte? Okay, wenn du fertig bist. Ja. Ich gehe noch ein bisschen in die Ecke. Wenn der Bus auf uns zukommt, fliege ich mit ihm mit. Ach so, habt ihr es jetzt? Ja. Ich kann mal sagen, du wartest Magst in du der das? Du magst es lieber mittig haben, oder was? Ich fand es gerade vom Bild her so geil, wenn man das so fett da einmal im Bild hatte. Ich weiß. Ich fand jetzt die Idee auch gut, wenn man das sieht, aber dann wirkt es halt nicht mehr so fett. Ja, ist richtig. Okay, einmal wieder nach links zurückschwenken, bitte. Und dann der Dominik stellt das Ding mal in die Mitte. Sowas. Nicht, so ist okay. Mit den geilen gelben Dingern. Weil du hast es halt so, ist es halt noch fetter und präsenter. Ja. Ne? Stimmt. Das ist geil. Das sieht schon richtig gut aus. Karin, wie ist es der Mannschaft gelungen, diese brutale Enttäuschung So, kurz vor 5:30 haben wir es jetzt. Jetzt gucke ich einmal bei den Kollegen vorbei, weil wir die Aufstellung vorbereitet haben und die müsste jetzt eigentlich so langsam veröffentlicht sein. Das passiert immer so zwischen 5:45, 5:30, also 75 bis 60 Minuten vorm Spiel. Aufstellung schon raus? Aufstellung ist raus. Ja, top. Sehr gut. So, also ich habe jetzt nochmal geguckt. Aufstellung ist überall online. Wichtig ist immer, dass es bei Christine als erstes online geht. Die macht die App. Da soll immer alles versuchen wir immer alles als erstes zu machen. Aber auf den anderen Kanälen sieht es auch gut aus gerade. Ja, und dann können wir gleich rausgehen, oder? Seid ihr ready soweit? Bereit? Ja. Ich bin am Start. Live-Tickern, Instagram während des Spiels befüllen, Facebook, Twitter und so weiter. Bam. Mannschaftsaufstellungen sind offiziell. Unser Feed. So, ihr Lieben, in 1:30 geht die Sendung los. Die Süd im Rücken, ne? Süd im Rücken. Die Süd im Rücken, auch für die Steady, genau sowas. Sebastian, wir starten ohne Drohne direkt mit dem Augmented Buch, was sich öffnet, also anlehnt an unser Intro. Eine Minute. Eine Minute. Wir haben keine Drohne, sondern direkt nach dem Intro öffnet sich auch nochmal Augmented quasi das Klassikerbuch. 3, 2, 1. Und die A ab. 2 Minuten. Intro läuft. Okay, dann von rechts hinten anfliegen. In die Bücherei. Der Tag des großen Spiels. Borussia Dortmund gegen Bayern München. Und sprechen. Arena Go.
So, da steht schon ganz schön viel drin in diesem Fußballbuch. Und die Bayern, die können nur Vollgas und der BVB, die wollen voll dagegen. Ah, sehr schön. Geschickt, wenn man das spielt. 3, 2, 1. Oh, hoppsala. Jetzt geht's ja schon los mit dem Wind. Nico Kovac, herzlich willkommen. Jetzt weiß er deine Fragen. Es ist etwas stürmisch. So. Ich habe gerade schon gefragt, ob es ein bisschen windig ist. Es ist gar nicht so kalt, aber es ist stürmisch. Gerade Gimi rückt rein und schaut Weiß ich schon. Machst du Vollbild, ne? Ja, bei Timo. Ciro beziehungsweise auch bei Rami. Ja, Beauty, zweite Sendeleitung. Beauty, zweite Sendeleitung. Wir haben jetzt, sind seit 2 Wochen in der Fastenzeit und wir haben schon 4 Spiele gespielt. Hier auf der Pressetribüne machen wir das BVB Netradio und das Ganze schon seit fast 27 Jahren. Der Gegner war der gleiche. Am Kar-Samstag des Jahres 1999 hat Borussia Dortmund gegen Bayern München gespielt und damals gab es noch kein weltumspannendes Internetradio. Da war der WDR beispielsweise noch nicht in New York zu hören, aber unser damaliger Präsident Gerd Lieber war in New York und er wollte informiert sein über dieses Spiel Dortmund gegen Bayern, das 2:2 damals endete. Und Nobby Dickel als Stadionsprecher, der seinen Platz da an der Anzeigentafel gegenüber heute hat, früher noch nicht hatte, der wurde dann im Grunde auserkoren, gemeinsam mit mir eben diese allererste Netradio-Reportage zu machen. Und das Ganze kam gut an bei den Fans und auch bei den Verantwortlichen von Borussia Dortmund. Und seitdem ist es eine feste Institution. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir euch ins Wohnzimmer unsere schwarz-gelben Emotionen hoffentlich dann natürlich mit dem Sieg liefern können. Da waren die Chefs das letzte Mal zusammen. Bild aus 2043. Also die Chefs von damals. Mit Rudi Watzke, Rudi Völler. Und Sie wollen das Bild? Wir zeigen das gerne mal, das Bild. Franz Beckenbauer. Oliver Bierhoff. So, ist schon ein bisschen her. Und jetzt haben wir die nicht die neuen Chefs, aber die Chefs, die es jetzt verantworten. Herr Dresen, Herr Kramer. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Statement als Borussia Dortmund abzusetzen. Tempo in die Werbung, Es geht beim 0:0 los und schauen wir mal, wie es nach 90 Minuten aussteht. So, oder? Ja, gucken wir mal. Das war ein guter Schlusssatz jetzt, Carsten. Ja, und das war jetzt gerade das letzte Pre-Match-Interview, was wir geführt haben mit Carsten Kramer gemeinsam mit Jan-Christian Dresen vom FC Bayern bei Sky am Tisch. War übrigens das erste Mal seit 2011, dass die beiden Hauptverantwortlichen der Vereine wieder zusammen vor einem Spiel am Sky-Tisch standen. Aber gar nicht ungewöhnlich, denn es ist das größte Spiel heute in der Liga. Dortmund gegen Bayern, das elektrisiert die Massen, sowohl national wie auch international. Und deswegen ist Sky nicht der einzige Broadcaster, der hier am Pitch seine Position aufgebaut hat, sondern wenn wir uns das hier angucken, komplettes Spielfeld lang. Wir haben 3, 4 Taker, die international heute hier zu Gast sind, die hier draußen ihre Positionen aufgebaut haben, wo wir nach dem Spiel auch weiterhin Interviews führen werden. Für den Bereich vorm Anpfiff war es das jetzt. Jetzt gehen wir nach oben auf die Pressetribüne, denn da warten auch über 200 Journalisten darauf, das Spiel gleich zu sehen. Guten Abend, liebe Zuschauer. Hier ist der deutsche Klassiker. Komm, wir haben nur noch eine Minute. Gleich, danke. Wolfing on, ja. Und Dortmund. Dem FC Bayern Aufstellung München. kommt. Ist weg. Wir haben keine Zeit zu verlieren, deshalb schnell der Blick auf die beiden Ja, genau, auf die Startformationen. Das ist der BVB. Kobel im Tor, hinten die Dreierkette mit Can, Anton und Schlotterbeck. Benzibaini, Girassi, Bellingham auf der Bank. Schlotterbeck ist wieder da. So, jetzt sind wir gerade auf der Pressetribüne angekommen. Gerade eben noch unten auf dem Pitch gewesen. Jetzt hier auf der Tribüne. Und ihr seht auch hier über 200 Leute, sowohl zur linken Seite Richtung Südtribüne, wo die Plätze gefüllt sind, als auch eben, wenn wir den Blick gleich einmal wenden auf die andere Seite, auch da haben wir die Pressetribüne weit besetzt. Bekannte Gesichter von Sky sind voll Fuß da sitzen. Die Herren vom ZDF, Boris Büchler, Lars Rutemann sind auch da. Wir haben ein sehr, sehr hohes Aufkommen heute, haben eine richtig gute Stimmung, wie man auch hört. Und nicht nur wir vom BVB sind heute gespannt, wie das Spiel sich entwickelt, sondern eben auch die knapp 200 Leute, die hier auf der Pressetribüne sitzen. Wir sind sehr zufrieden. Super Timing, super entspanntes Gespräch zwischen den Chefs. Hatten wir so in der Form auch noch nie. Also dementsprechend, jetzt brauchen wir nur noch ein gutes Fußballspiel.
Social Media. Sorry, Sir? Oh! Damn! Ecke, oder? Ja, Ecke. Ecke. Jawohl. Also ich bin heute hier und mache Social Media Ledger Feed. Ja, und das ist so meine Standardposition. Ich mache immer die ganzen Kurzvideos für Social Media, lade die auch für die DFL hoch, damit die das benutzen können. Und dass wir es auch natürlich auch für unsere Kanäle nutzen können. Und hier muss man halt immer ein bisschen wachsam sein mit dem Auge, was irgendwie passieren könnte. Wie jetzt die Ecke zum Beispiel. Vielleicht fällt jetzt ein Tor. Das wäre natürlich überragend. Ja, ich bin Hendrik, einer von 2 Clubfotografen vom BVB. Ich stehe jetzt hier gerade noch auf der Nordwestseite. Mein Kollege sitzt drüben auf der anderen Seite. Und wir lassen beide den BVB im Angriff auf uns zukommen, damit, wenn ein Jubel passiert, dass wir beide Seiten abgedeckt haben. Ab und zu Beginn der zweiten Halbzeit gehe ich auch mal für 5 bis 10 Minuten rüber, damit unser Torwart natürlich auch ein paar Fotos bekommt und nicht immer nur Fotos komplett über den Platz fotografiert. Der freut sich dann auch immer. Heute Topspiel gegen Bayern. Es ist deutlich mehr los als sonst. Geschätzt sind sonst so 30, 40 Fotografen hier. Heute rechne ich mal so 60 bis 70. Also es ist ordentlich voll. Mein Name ist Kevin. Ich bin Teil des Teams vom BVB TV und meine Aufgabe heute ist es, Slomos vom Spiel zu drehen. Das heißt, ich versuche bestmögliche Szenen einzufangen, damit wir die hinterher aus einer anderen Perspektive haben, als das die Übertragungskamera vielleicht schafft. Ist nicht immer ganz einfach, gehört auch ein bisschen Glück mit dazu. Ja, und jetzt hoffen wir mal, dass wir von uns auch noch was Brauchbares heute draufkriegen. Auch heute zum Beispiel an meiner Stelle habe ich noch viele Sonderaufgaben. Ich mache heute nicht nur ein Matchday-Feed, vielleicht siehst du das auch hier dran, ich mache noch einen Vlog. Und ich muss noch was für bwin, für unseren Partner. Mache ich noch so Behind-the-Scenes-Fotos. Das sind so extra Sachen, die gerade bei Topspielen sehr gefragt sind oder auch sehr beliebt sind, dass wir halt so viel Content wie möglich rausziehen können. Natürlich auch mit einem positiven Ergebnis. Durch die extra Kamera können wir halt manchmal versuchen, nochmal eine andere Perspektive einzufangen, um das Spiel oder spielentscheidende Szenen oder schöne Szenen nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu zeigen und zu erzählen. So schnell geht's dann. Noch schöner wäre natürlich jetzt in der anderen Ecke zu sein. Sind wir aber nicht. Trotzdem haben wir bis hierhin das Tor schon mal drauf. Wer macht heute den Ligason? Das Svensson. Tor. Schlotterbeck 10. 10. Wir müssen absetzen. Svensson macht den ersten. Ja, eventuell. Schlotterbeck trifft Borussia Dortmund. Das ist ein Abseits. Achtung, 12. Steht. 4. Abseits meinst du? Achtung, 13. 13 ist drauf. Dass er sich nicht zu stark freut. Achtung, 8. Zweiter. Das Trikot ausziehen als gelbe Karte. Trikot. Ne. Muskel, er zeigt noch seinen Muskel. Achtung, 3. Achtung, 6. Noch eine. Die Bronze. Bronze, bitte. Sehr schönes Logo. Bronze, bitte. Ab. Und dann was von Jubel. Ja, der Jubel ist in der Refcam. Los, oder? Refcam, bitte. Unhaltbar für uns. Ab. Oder Goldjubel. Halbzeit im Signal Iduna Park, Borussia Dortmund. Führt durch den Treffer von Nico Schlotterbeck und bekommt ganz viel Applaus von den 81.365 Zuschauern. Der BVB mit 1:0 in Front. Wir hören uns wieder in 15 Minuten.
Besonderes. Das größte Spiel im deutschen Fußball. Heute sehr intensiv und macht Spaß zu gucken. Also ich hatte schon wirklich dünnere Klassiker auch. Ich bereite mich eigentlich darauf vor, wie auf jedes andere Spiel auch. Ich muss viel telefonieren, viel lesen und gehe mit dem Anspruch ins Spiel, möglichst alles über beide Mannschaften zu wissen. Es kommt dann nicht alles zur Aufführung, aber muss halt im richtigen Moment das Richtige haben. Das ist die Kunst möglicherweise. Während des Spiels mache ich mir gar nicht so sehr viele Notizen. Ich schreibe mir mal auf, wenn mir irgendwas auffällt, was ich vielleicht fürs Fazit brauche. Ansonsten Torschütze, Assistgeber, also bislang steht da nur der Name Schlotterbeck. Alles andere hast du deinen Assistent? Assistent und Lothar. Also, wird viel gearbeitet hier oben. Während des Spiels sitzen wir meist hier unten, Sebastian Hellmann und Britta Hofmann. Und jetzt geben wir schon einzelne Interviewmöglichkeiten vor. Die Anfragen, die wir rausschicken dann an die Vereine. Wer ist am Tisch, wer ist am Field. Gucken wir gerade mal, was hier passiert. Hier geht immer ein Raunen bei jeder Szene durchs Stadion. Der BVB gerade am Ball. Ja, so. Und tatsächlich sind wir auch immer eng im Austausch mit der Regie, auch was mögliche Szenen angeht, die wir besprechen, um man nochmal auf dem Monitor hier vielleicht eine strittige Entscheidung, wie zum Beispiel das Foulspiel von Schlotterbeck, sich nochmal genauer anzugucken, um das dann später auch am Monitor für die Interviews zu haben. Ich gehe später auf die VIP-Position, die ist quasi da oben, wo die Bosse sitzen, also Hans-Joachim Watzke und Co. Und führt dann, je nachdem, mit BVB, mit Bayern-Bossen die Interviews nach dem Spiel. Und ja, so passiert ja auch im Hintergrund sehr viel. Dortmund kriegt nochmal die letzte Luft. Sabitzer. Tor. 2. Achtung für die 12. 12. Was musst du? Den Seiter. 3. Mach du. Mach du. Achtung, 8. Ich war beim Salto weg, ich brauche den Salto nochmal. 5. Schnelles Logos. 2. Y ab. Ja, was? Rot? Ja. Nur 3 vom Tor und dann, dass ich den Salto nochmal habe. Für uns ist es wichtig, wenn wir nach dem Abpfiff auf die Mannschaft zugehen, dass wir halt wissen, welche Spieler welche Interviews machen sollen. Und dementsprechend beginnt für uns die Arbeit nach dem Spiel schon in den letzten Minuten, um die Anfragen zu sortieren, um auch zu überlegen, welchen Spieler setzt du ein für Interviews und welchen nicht. Wenn ein Spieler nach 20 Minuten eine rote Karte kriegt und für ein TV-Interview angefragt ist, dann weißt du relativ schnell, die wollen jetzt mit dem nicht über das Spiel sprechen, sondern über andere Dinge. Und dann ist es halt immer die Abwägung, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Wir arbeiten ein bisschen, Amma. Gib uns einen Moment. M gibt mir Streich, wir sind uns raus. Schwänzeln liegt da rein. Das könnte entweder Greg oder Felix machen. Am Tisch. Lieber bei der DFL. Macht Greg. Also würde ich sagen, Kugel, Svensson, Kovac. Hier Kugel, Schlotterbeck. Kovac, ESPN. Nicht erst den Ball, aber wenn die über Dynamik kommen, dann sieht es natürlich Caro, willst du bei ESPN anfangen mit Greg? Schlotterbeck am Tisch. Ich meine, es muss von dem FC Bayern jetzt so. Schlotterbeck am Tisch. English, all English. Oh, come on. Hi. Also wenn du wiederkommst. Ja, das ist verraschen. It was a close game, a tight game. How does it feel to be a Bundesliga player now? I'm very happy for my debut. Aus Ihrer Sicht, ja, schon ein bisschen gesagt.
Yeah, I don't know what to say. We had a tough game Wednesday. Sabia que a segunda parte ia ser difícil, eles iam atacar mais, iam ficar mais com a bola. Vamos mal loslegen. Ja. Ich brauche keinen. Ich glaube, wir nehmen nur das Mikrofon. Alles klar. Aber nicht schön. Schön, dich zu sehen. Stehst du da, ich hier. Ich freue mich, dass du da bist. Darf ich einmal da? Dann nimmst du das Mikro. An die Ecken. Genau. Ein bisschen rüber hier. Ja. Hast du schön ausgelegt. Ja, Lars, ein Klassiker im Zeichen bayerischer Comeback-Qualitäten. Wie hast du das großartige Fußballspiel gesehen, was Werbung für die Bundesliga war? Ja, vollkommen richtig. Heute hat der erste gegen den zweiten gespielt. Ich glaube, die beiden besten deutschen Mannschaften haben so das Spiel gesehen. Wir wollten das Spiel auch unbedingt gewinnen. Ich glaube, das hat man nach dem 2-2 ganz gut gesehen, wo wir uns nicht gefeiert haben, sondern schnell den Ball rausgeholt haben. Wollten dann in der Schlussphase noch die Entscheidung, aber leider ist uns die Qualität der Bayern ein bisschen dazwischen. Dann viel Glück bis zum Ende der Saison. Lars, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Feierabend, sagt er. Ja. Gut. Danke euch. Prost. Vielen Dank. Also, Lars, vielen Dank. Gell? Ciao. Bis bald. Ne? Schönen Tag. Ciao. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank euch. Einen schönen Abend noch und eine gute Heimreise. Auf Wiedersehen. Schönen Abend, ja.